Hallo zu diesem Video, welches die folgenden Inhalte behandelt: Beurteilen des Batteriezustandes, Vergleich der verschiedenen Batteriezustände, Definition der Begriffe SOC, SOH und SOF. Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann freue ich mich, wenn ihr diese in die Kommentare schreibt. Dabei soll es zum einen um den Batteriezustand der 12 Volt Zusatzbatterie wie in einem Elektrofahrzeug verbaut gehen, beziehungsweise auch um die 12 Volt Starterbatterie in einem Auto mit Verbrennungsmotor. Zum anderen aber auch um die Beurteilung des Batteriezustandes, in dem Fall einer 400 Volt Traktionsbatterie, wie diese in einem Elektrofahrzeug verbaut ist. Wie die drei Zustände ermittelt werden können, das soll also nicht Teil dieses Videos sein, denn das sprengt den Rahmen. Die Beurteilung der Batteriezustände über Schnelltests ist gängige Praxis und somit ausreichend, aber letztendlich relativ ungenau. Die Ergebnisse, die man erhält, sind von vielen Faktoren, wie zum Beispiel Temperaturschwankungen, abhängig. Eine genaue Bestimmung des Batteriezustands ist deshalb eigentlich nur unter Laborbedingungen aufgrund der komplexen Vorgänge, die innerhalb der Batterie stattfinden, möglich. Das möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Kommen wir zum ersten Batteriezustand. Die Abkürzung SOC steht für State of Charge. Aber was bedeutet das? Dazu muss als erstes geklärt werden, was unter der Nennkapazität zu verstehen ist. Es handelt sich dabei um den festgelegten Sollwert der Entladestromstärke in Ampere-Stunden. Der festgelegte Sollwert ist in der Typaufschrift der Batterie angegeben. In dem Fall 12 Volt, 50 Ah, 420 Ampere. 50 Ah sind also hier die Nennkapazität. Das heißt, für eine Stunde können der Batterie 50 Ampere entnommen werden. Anschließend ist diese dann leer bzw. entladen. Gehen wir davon aus, dass die verfügbare Kapazität der Batterie der Nennkapazität entspricht. Die Batterie besitzt dann 100% verfügbare Kapazität, zum Beispiel im vollgeladenen Auslieferungszustand. In diesem Fall ist das dann der gesamte grüne Bereich hier auf dieser Abbildung. Wird der Batterie nun der Strom entzogen, dann beginnt diese sich zu entladen. Ist die Batterie dann nur noch halb voll, dann steht für den Betrieb im Fahrzeug auch nur noch nur noch eine entladenbare Kapazität von 50% zur Verfügung. Anders gesagt, der Ladezustand der Batterie beträgt 50%. Wenn die Batterie jetzt geladen wird, dann nähert sich die entladbare Kapazität wieder der Nennkapazität an. Der Zustand sagt daher aber nichts über die Batteriealterung aus. Der State of Charge bezeichnet also den Ladezustand. Dieser ergibt sich aus dem Verhältnis der entladebaren Kapazität zur Nennkapazität in Prozent. Um diesen Zustand nun zu beurteilen, muss man zwischen einer 12 Volt Starterbatterie und 400 Volt Traktionsbatterie unterscheiden. Eine Traktionsbatterie, also die Batterie, welche die Energie für den Antrieb eines Elektrofahrzeugs zur Verfügung stellt, schwankt in einem großen Prozentbereich, während hingegen man bei einer Starter- oder Zusatzbatterie einen Ladezustand von 80% nicht unterschreiten möchte. Das bedeutet, die hier gezeigten 50% sprechen für eine stark entladene bzw. tiefenentladene Starter- oder Zusatzbatterie. Der nächste Zustand wird mit
SOH abgekürzt. Das bedeutet State of Health. Dieser Zustand berücksichtigt jetzt die Alterung der Batterie, zum Beispiel durch chemische Alterungsprozesse oder Schnellladung, starke Temperaturschwankungen etc. Diese Alterung der Batterie führt dann zu einem Kapazitätsverlust, hier in Rot, was entsprechend zu einer Verringerung der verfügbaren Kapazität führt. Die verfügbare Kapazität entspricht dann nicht mehr der Nennkapazität. Der Gesundheitszustand der Batterie verschlechtert sich. Ein Zeichen für für einen anstehenden Austausch der Batterie. Und dann wird auch deutlich, warum der SOC keine Bewertung des allgemeinen Zustands der Batterie zulässt, da die entladebare Kapazität 100% der verfügbaren Kapazität entsprechen kann, auch wenn sich diese bereits verringert hat. Der State of Health, Gesundheitszustand, ergibt sich dann entsprechend aus dem Verhältnis der verfügbaren Kapazität zur Nennkapazität in Prozent. Insbesondere in der Elektromobilität spielt der SOH eine sehr wichtige Rolle, denn die Traktionsbatterien müssen ausgetauscht werden, wenn diese ein SOH von ca. 75% erreicht haben. Das ist herstellerabhängig, aber eins ist klar, der Austausch kostet in jedem Fall mehrere tausend Euro und mit Verringerung des Gesundheitszustands nimmt die Reichweite der Elektrofahrzeuge ab. Die Bilanz des Leistungsgewichts stimmt nicht mehr, das heißt, man bewegt unnützes Gewicht. Und da das Gewicht der Batterie mit Verringerung der verfügbaren Kapazität nicht abnimmt, ist das ein Problem, da Elektrofahrzeuge bekannterweise sehr gewichtssensitiv sind. Der letzte Zustand, den ich vorstellen möchte, ist der sogenannte SOF, State of Function. Dieser Zustand erlaubt jetzt eine Aussage über die Leistungsfähigkeit der Batterie. Das heißt, wie viel Strom ich der Batterie kurzfristig entnehmen kann. Hier dann in Blau mit den Pfeilen dargestellt. Man kann sich das vielleicht wie eine Leitung vorstellen. Durch eine Leitung mit geringem Durchmesser oder auch Querschnitt kann weniger Strom in einer gewissen Zeit entnommen werden. Weniger Strom als bei einer Leitung mit großem Durchmesser oder größerem Durchmesser bzw. größerem Querschnitt. Der SOF beschreibt dann entsprechend die Fähigkeit, kurzfristig einen hohen Strom ohne zu hohen Spannungsabfall zu liefern. Das Verfahren zur Ermittlung dieses Zustands ist allerdings sehr aufwendig, da die Batterie dann belastet werden muss und dabei der Spannungsabfall gemessen wird. Wichtig hierbei ist zu verstehen, dass die Beurteilung der Leistungsfähigkeit ein wichtiges Kriterium ist, weil insbesondere Starterbatterie für Verbrennungsmotoren eine hohe Leistungsfähigkeit benötigen, um den Motor überhaupt zu starten. Dazu ist dann ein hoher kurzfristig entladbarer Strom nötig, um insbesondere bei kalten Temperaturen dann den Motor auch zu starten. Beziehungsweise man kann auch sagen, dass wenn die Leistungsfähigkeit der Batterie durch Alterungsprozesse abnimmt, es im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass das Auto mit Verbrennungsmotor nicht mehr gestartet werden kann. Kommen wir zu einem Fazit. Eine 12 Volt Zusatz- oder Starterbatterie kann mit überschaubaren Kosten ausgetauscht werden. Daher findet diese Batterie beispielsweise bei einem Gebrauchtwagenkauf in der Regel wenig Beachtung. Anders sieht das jetzt bei einem gebrauchten Elektrofahrzeug aus, weil hier kann relativ einfach der Batteriezustand ausgelesen werden und vielleicht nach diesem Video auch entsprechend beurteilt werden. Das kann viele tausend Euro Folgekosten sparen.
Hier seht ihr jetzt den Betriebszustand eines gebrauchten, 7 Jahre alten Elektrofahrzeugs mit ca. 30.000 Kilometer Fahrleistung. Der Ladezustand beträgt gerundet 96% beziehungsweise 93, auch wieder gerundet, echte Prozent. Das wird im Kombi-Instrument dann wiederum als vollständig geladen mit einer Reichweite von 164 Kilometern angezeigt. Der Gesundheitszustand in diesem Fall beträgt 92%. Das heißt, das Fahrzeug ist jetzt von der 75 bis 80% Grenze für den Batterietausch noch weit entfernt. Prima. Dann bedanke ich mich, wenn ihr mir bis hierhin gefolgt seid, und wie bereits gesagt, solltet ihr Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann freue ich mich, wenn ihr diese in die Kommentare schreibt.